Alles gut? Ja, klar. Bei mir ist alles gut. Ja, und ich bin übernervös. Also, Stand der Dinge. Wir haben heute Sonntag, den 31. Oktober. Ich habe gerade vor einer halben Stunde nochmal mit den Kanalbehörden telefoniert und die Uhrzeit mir durchgeben lassen, wann wir parat sein müssen, also wann der Pilot an Bord kommt. Und zwar ist das im Prinzip genau in 23 Stunden. Morgen um 4 Uhr der Fall. Also morgen um 4 kommt der Pilot an Bord. Wir haben jetzt beschlossen, wir werden um 2 hier aus der Marine rausfahren, vor Anker gehen, dann draußen noch alles in Ruhe vorbereiten, noch ein bisschen einfach runterkommen. Ich vor allem. Und gleich treffen wir uns noch mit unseren Leinenhändlern noch mal kurz, um alles zu besprechen, wie es morgen lang geht. Und dann sollte das gut sein. Ansonsten haben wir alles vorbereitet. Zu den Vorbereitungen gehören Nur Solarfeldabdeckungen sind gemacht. unsere Alibi-Solarabdeckungen. Unsere Seitenbespannung, unser Sonnensegel ist gesetzt. Da kann ein Ball mal gegenfallen, dann passiert am Deck nichts. Eigentlich alles vorbereitet. Leinen machen wir morgen früh noch. Und ich verstehe die Nervosität von der Nora nicht. Wir sind schon mal durch den Kanal gefahren, mit Freunden mitgefahren. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, das ist wieder mal typisch. Er kann wieder überhaupt nicht nachvollziehen. Mann, es ist halt wirklich was Besonderes, Entschuldigung. Und wenn wir dann drüben sind, oh mein Gott, Hilfe. Paco? Ja, lass uns lachen. Alles gut. In der letzten Episode nahmen wir euch bereits mit durch den Panama-Kanal. Wir waren Leinenhändler auf der Lupina und konnten somit sämtliche Abläufe der Durchfahrt schon mal hautnah erleben. Annecy wurde bereits Anfang Oktober vermessen, sämtliche Vorbereitungen sind getroffen und nun ist es auch für uns endlich soweit. Am Tag vor unserer Abfahrt trafen wir uns mit unseren Leinenhändlern, besprachen den Ablauf und trafen letzte Vorbereitungen. Ja, zur Vorbereitung gehört natürlich auch, dass man entsprechend Food und Getränke für die Leinenhändler und für den Advisor parat hält. Und wir haben uns überlegt... Ja, es gibt Hackfleischbällchen à la Hacko. Und ja, da bin ich gerade mal so bei, so ein paar Hackfleischbällchen zu machen. So 3 bis 5 so. Und dazu mache ich dann den Kartoffelsalat. Am 1. November gegen Mittag wartete Annecy nur noch darauf, dass es losgeht. Die äußersten Solarfelder sind weggeklappt, die Luken geschützt, die Leinen und Fender parat. Nun warten wir nur noch auf eines unserer Crewmitglieder. Eddie, maybe Tamara's also listening. 2 minutes to go. Tamara is still not on her boat. Where is she? Over. Her permission to cross the canal has been revoked. She's not going. What? What? You said her permission to cross the canal. Is the everything. Okay. He's gotta be kidding. I'm getting more and more nervous. You guys are making jokes about me. Hako, Was denn? was ist los hier? Wir warten auf unseren Leinenhändler. Ja, Leinenhändler, genau. Ah. Here we go. There are 2 of the line handlers, Brian and Mo. They showed up pretty early, so. But yeah, now we are waiting for Tamara. So sorry. Yes, I'm late. Yeah, there she is. Oh, they were saying on the radio that you weren't allowed to cross. Your permission had been revoked. Oh, I didn't even hear that. I didn't even hear that. I was like, I hope they're kidding. Oh my God. All right, nice meeting Thank you so much, Eddie. I'll take care of you both. I'll take care of my new partner over here, okay? Danke. Katja, ciao Eddie. Ciao you two. Have fun in San Blas. We see us on the other side.
That's really awesome. Wir gingen vor der Shelter Bay Marina vor Anker, gaben über Kanal 12 der Cristobal Signal Station Bescheid und stellten fest, dass 2 unserer Leinenhändler ja gar keinen Palsteg können. Ein Knoten, der für die Durchfahrt gebraucht wird, um die Wurfleinen mit den Leinen, die wir an Bord haben, zu verbinden. Also üben wir noch ein wenig. How are you doing, Teresa? Tamara. Sorry. Better now, better now. A good captain. Except And I should be practicing with my gloves on. So it's already connected here. So I don't want to interrupt you, but Yeah, I have come on. to. We have to say goodbye to the Atlantic. Oh my god. And wait a moment. Thank you, Atlantic. We had a great time and we will coming back. We are coming back. Wir kommen zurück. Vielen Dank für die super schönen So, Segelturns and now for und the, die the sicheren ship. Überquerungen. Weißt du? Danke, Anixi. Und bring uns sicher und wir bringen dich vor allen Dingen sicher auf die andere Seite. We will And bring now- you safe to the other side. And now for us. Cheers! 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 Thank you for being with us. Gosh, thank you. Nur kurz nachdem wir uns vom Atlantik verabschiedet haben, pünktlich gegen 16 Uhr, kommt unser Advisor an Bord. Perfekt, perfekto, gracias! Gleich darauf gingen wir Anker auf und fuhren mit nahezu Vollgas Richtung Gattunschleusen. 5 Knoten ist die Mindestgeschwindigkeit, die gefahren werden sollte. Etwas Gegenstrom und unser nicht geputztes Unterwasserschiff machten es uns nicht ganz so einfach. Solar Roma, der 169 Meter lange Öltanker, mit dem wir in den Gattunschleusen 26 Meter raufgeschleust werden, passierte uns noch vor der Puente Atlantico. Er wird vor uns in der ersten Kammer der Schleusen festmachen. Erst anschließend werden wir einfahren dürfen. Everybody ready Yep. to go through? Oh, I'm like, yep, I'm ready. Psyched. Pumped. Yay! Mel, are you ready? Yes! It's gonna be awesome! The captain is ready as well. Captain! Are you ready? Yeah, I'm ready, no problem. Perfect. No problem. Brian, what about you? I'm ready. Cool. Als wir die Drehzahl reduzierten, um vor den Gattunschleusen zu warten, ging allerdings plötzlich unser Öldruckalarm los. Hakko kontrollierte Ölstand, Temperatur, alles tipptopp. Nur der Alarm ging leider immer wieder an. Nach langem Hin und Her konnten wir Eduardo, unserem Advisor, versichern, dass trotz Alarm alles in Ordnung ist. Und nur unter Zögern und nach Rücksprache mit den Kanalbehörden ließ er uns in die Schleuse einfahren. Und dann ging es endlich los. Wir fuhren in die erste der 3 Schleusenkammern und da wir als einziges Sportboot am heutigen Tag hindurchfuhren, lagen wir allein in der Mitte, fix fest an 4 Leinen. Nun ging es zunächst 9 Meter hinauf. Die 3 Kammern der Gattunschleuse hängen aneinander. Das heißt, das obere Tor der einen Kammer ist gleichzeitig das Tor der nächsten.
Solaroma wird wie die gesamte Großschifffahrt mit Hilfe von sogenannten Treidelloks innerhalb der Schleusen geschleppt und gegen die starken Strömungen stabilisiert. Auf 45 Grad steilen Rampen fahren die Zahnradlokomotiven von einer Kammer zur nächsten. Schiffe bis 38 Meter Länge, so wie unsere Anixi, werden in traditioneller Weise mit von Hand gehaltenen Leinen geführt. Das gesamte Gattunschleusensystem ist gute 1 Meile lang. Etwa 2 Stunden dauert der gesamte Schleusenvorgang. Gegen 7:30 verlassen wir die obere Kammer und nur kurz darauf belegen wir für die Nacht an einer Boje. Der Advisor geht von Bord und wir freuen uns auf eine ruhige Nacht. Aber vorher gab es noch etwas Dringendes zu erledigen. What a mess, Hako. Warum haben wir jetzt hier schon wieder so ein Problem? Erzähl mal. Liegt alles voll, mitten auf dem Gattunsee? Tja, ich weiß es noch nicht, aber ich vermute mal, dass das Öl, was wir gekauft haben, dass das nicht in Ordnung ist. Weil wir einfach mit dem Öldruck nicht klarkommen. Ja, stimmt nicht. Jetzt schmeiße ich das Öl raus und mache ein neues drauf. Erzähl mal, was passiert ist überhaupt zwischendurch? Was zwischendurch passiert ist, in dem Moment, wir haben die ganze Maschine unter größerer Last wie sonst laufen lassen müssen, um Geschwindigkeit zu halten. Und dann bin ich dann eben halt in normale Drehzahl gegangen, relativ mit 1200, 1100 Umdrehungen oder sowas noch, ganz normal, ein bisschen die Position zu halten. Und dann kam plötzlich Öldruckalarm. Und ein bisschen mehr Gas gegeben, war es wieder weg und das steigerte sich immer weiter. Und ja, Temperatur kontrolliert, es war Öl genug drauf, Temperatur des Motors, alles war in Ordnung, aber eben halt Öldruckalarm. Und das machte mich so ein bisschen stutzig. Dann habe ich nochmal kontrolliert und ich vermute mal, dass das Öl nicht in Ordnung war, was wir drauf gefüllt haben, dass da irgendwas nicht mitstimmt. Das ganze Ding ist, Abgastemperatur ist ein bisschen höher gewesen wie sonst, aber auch nur bei 60 Grad, ist auch in Ordnung. Motortemperatur lag bei 85 Grad, auch in Ordnung. Und von daher, wie gesagt, vermute ich definitiv, dass wir ein bisschen ein Problem mit dem Öl haben. Das Öl habe ich gerade vorher frisch aufgefüllt gehabt, also das ist neu. Und von daher schiebe ich momentan den schwarzen Peter zu. Und? Ist schon viel mehr drin, oder? Ich hätte noch mal einen Liter nachgekippt. Aber ich dachte, es ist zu wenig. Also von daher die Menge ist schon in Ordnung. Die Menge passt schon. Achso, also es ist eigentlich kein Diesel im Öl. Nein, also Diesel ist da nicht drin. Die Menge ist das, was ich hatte den Kanister voll und habe dann noch mal reingeschüttet. Nein, das ist die Menge, die ich da reingeschüttet habe. Any comments? Awesome day. Brian, any comments? That's fine. Oh, that's Matt. Matt disappeared. Where's Hako? Oh, he's already in the bed. No. Oh, you've got the most comfortable bed in our Anixi. It's nice. It is comfortable. It's long. Like it's long enough for him. That's good. You look so cute in there, Tamara. I feel like I'm in my what do you call that room? This is my room. It ate my hair. Aww. So wait, I have to have someone turn out my light.
I just wonder if you want to sleep this way around or the other way around. Oh, you usually have your head up this way? I'm not usually, nobody sleeps there. No, you know what? I could end up hitting my head. No, I'll stay here. At least I could get my toenails clipped. Du musst dann einfach nur das Weiße ausmachen und das Rote machst du schwach an, dann ist alles beruhigt. Morgen. Oh, herrliche Nacht gewesen. Und vor allen Dingen echt absolut geiles Wetter heute Morgen. Und richtig ruhig. Wunderschön. Bereits kurz nach dem Aufstehen, also kurz nach 7, kam Luis, der Advisor, der uns heute durch den Kanal führt, an Bord. I can't wait. We have 5 hours to get to the next locks. Yay! So what time we expect it to be in the Pacific? So around... The Pacific around 2:30, 3 o'clock. Oh, okay, perfect. Die kommenden Stunden folgten wir am rechten Rand der gut betonten Fahrrinne, dem früheren Bett des Rio Chagres. 20 Meilen sind es über den Gatun-See bis zum Nordende des Gayat Cut, wo der Rio Chagres in den Kanal fließt. Es ist irgendwie immer noch unfassbar für mich. Wir fahren mit Annecy durch eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Etwa 14.000 Schiffe gehen pro Jahr durch den Panamakanal, der 1914 eröffnet wurde und die Orte Colón an der Atlantikküste mit Balboa, einem Vorort von Panama City an der Pazifikküste, verbindet. Und wir sind 2021 eines davon. Gegen 11 Uhr erreichten wir den Gayat Cut. Ein schmaler Kanal, der aufgrund der tückischen Kurven in der Bauphase auch als Culebra Cut bezeichnet wurde. Hier warteten wir etwa eine Stunde, bis uns die Durchfahrt freigegeben wurde. Der 7 Meilen lange Kanal, der bei der Fertigstellung des Kanals nur 92 Meter breit war, wurde mittlerweile auf 192 Meter bzw. 222 Meter Breite in den Kurven erweitert. 2 Panamax-Schiffe, also Schiffe bis 294 Meter Länge und 32 Meter Breite, können sich somit begegnen. Allerdings ist der Kanal seit Juni 2016 dank neuer, größerer Schleusen auch für New Panamax-Schiffe freigegeben. Diese sind bis 366 Meter lang und 49 Meter breit. Fährt solch ein Schiff durch den Gayat Cut, ist dieser nur in eine Richtung passierbar. Wir folgten dem 302 Meter langen Frachtschiff One Maneuver durch den Cut. Kurz vor Ende des Culebra Cut passieren wir die Puente Centenario, die den Kanal in 80 Metern Höhe überquert. Vor den Pedro Miguel Loks belegten wir vor der Schleusenkammer, die gerade von Morning Cornelia, mit der wir ursprünglich geschleust werden sollten, verlassen wird. Nebendran wird ein Tanker von den Zahnradloks in die Schleuse geschleppt. Und die Dreidel-Loks auf unserer Seite machen sich bereits bereit für die Autofähre Höeg-Sydney, die mit uns die 9 Meter vom Gatun-See hinunter auf den künstlich angelegten Miraflores-See geschleust wird. Die Schleusenkammern selber werden allein durch die Schwerkraft des Wassers gefüllt und geleert. Es gibt dafür keine Pumpen. Dafür wirkt der Gatun-See als riesiges Wasserbecken bzw. als Pufferspeicher. Er wird dauernd durch den Rio Chagres und durch Regenfälle gefüllt. Bei extrem hohem Zulauf wird das Wasser über die großen Tore des Gatun-Damms und durch die großen Rohre in den Schleusen abgeführt, sodass der Wasserspiegel des Gatun-Sees nie über 26,5 Meter steigt.
One look. Hako, good work. Yes, good work. Thank you, Jamal. Thank you, Mel. Oh, we're almost there. Wir sind auf dem Miraflores-See. Noch 2 weitere Schleusenvorgänge liegen zwischen uns und dem Pazifik. Wir können es kaum noch erwarten, insbesondere da wir erwartet wurden. Ausfahrt aus der Pedro Miguel Lok. Anixi vor dem Autofähre. Gib Gas, Anixi, gib Gas. Man sieht sie kaum auf die Distanz. Boot sichtbar, macht sich auf die Miraflores-Loks. Ja, wo bleibt denn die Anixi? Hast du sie gesehen? Da vorne ist sie. Da links vom roten großen Schiff. Jawohl. Ja, aber die machen ja an der Boje an. Ich weiß auch nicht. Wir sind hier. Wir warten. Unsere Zeit läuft ab. Wir müssen gehen. Aber wir wollen die Anixi hier in der Schleuse sehen. Was macht sie da? Die macht da fest. Careful of those so spikes. high. Careful of those spikes. Ja. I can't jump over there. No, no, no. No, sorry. Sorry, that's too far. You might be able to back it in. You'll be good, you'll be good. It's so high. Perfect. And now? That fender in the middle? Okay. Yeah, put it in, right here. Like yeah, that? yeah, it's okay. Yeah, it's okay. Pull more in the front. Okay. Luis, unser Advisor, war so hilfsbereit und geduldig. Unglaublich. Er achtete wirklich auf alles. Wir hatten riesiges Glück mit ihm. 2 Loks haben wir noch vor uns. Und da fährt gerade Hoek Sydney. Oh my God, that's so Der war in Pedro Miguel Loks mit uns zusammen. Und wir müssen jetzt einfach hier eine Stunde an der Boje warten, da die östlichen Loks, beziehungsweise da beide Loks nicht bedient werden momentan. Es wird nur eine Seite bedient. Und wir gehen später durch die westlichen Loks zusammen mit Asian Majesty oder so. Und es ist so cool. Jetzt haben wir gerade noch ein Krokodil gesehen. Und bis jetzt alles so gut gelaufen, hey. So gute Advisor an Bord, echt krass, echt gut. So, die letzten 2 Schleusen. Langsam am Pazifik, ich bin so geil, ich bin so durch den Wind. Und du, Hako? Was hast du dich beruhigt? Ja, dass der Motor läuft, dass wir kein Öldruckproblem im Moment haben. So geil, ja, danke. Und ich denke mal, aber trotzdem, wir haben ein bisschen Problem bezüglich Temperatur, wenn wir höher drehen. Und das muss ich aber in Ruhe überprüfen. Das ist jetzt nicht vorrangig. Aber naja, das gucken wir später uns mal an. Im Moment läuft alles gut. Unsere Crew. Nur kurz darauf geht es schon weiter, in die Miraflores-Schleusen. 2 zusammenhängende Kammern, in denen wir etwa 16 Meter hinab geschleust werden. Hinab in den Pazifik. Da kommt sie endlich, die Anixi.
so much. Thank you, Luis. You were the best advisor we ever. You were awesome. So Yeah, you were really good. Thank you so much. You've done a very good job. Thank you so much. Oh, I'm not so sure. Awesome. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zur kommenden Episode.